Hallo, einen schönen guten Abend, good evening, sehr geehrte Gäste, willkommen im Löwenpalais. Ich bin Paloma Starke, die Tochter von Jörg Starke und möchte gerne vorab ein paar Wörter für unsere englischsprachige Gäste sagen. Der Winter hat das Löwenpalais fest im Griff. Die Luft ist kalt, der Atem dampft, aber die Herzen sind voller Vorfreude. Es ist der Startschuss für eine der schönsten Traditionen im Grunewald, die Weihnachtsausstellung der Stiftung Starke. Und hier sehen Sie die Seele dieser Show, eine Karawane der Kreativität, 150 Künstlerinnen und Künstler, die trotz der Kälte und der Mühe des Transports mit einem großen Lächeln ihre Schätze anliefern. Schauen Sie, wie sorgfältig jedes Werk verpackt ist, wie ein wertvolles Geschenk. Denn das sind sie, Geschenke, die unsere Gesellschaft verschönern und bereichern sollen. Dieses Lächeln, das Sie gerade sehen, ist nicht nur die Freude über eine Ausstellung, es ist die tiefe Befriedigung, die eigene Vision endlich teilen zu können. Es ist die Hoffnung, die Kunstliebhaber zu treffen, die ihre Arbeit zu Weihnachten in ihre Herzen und Wohnzimmer aufnehmen. Dieses feierliche Gefühl von Gemeinschaft, von Kunst und Tradition beginnt genau hier, bei jedem einzelnen Paket, das den Weg durch den winterlichen Garten in dieses historische Haus findet. Die Vorfreude ist greifbar. Willkommen im Löwenpalais. Wenn die Freude der Ankunft verflogen ist, beginnt die eigentliche Schwerstarbeit. Das ist keine entspannte Galerieeröffnung, das ist echtes Handwerk. 3 Männer, Markus, Matthias, Myron, sind eine ganze Woche lang im Einsatz, um 150 individuelle Visionen in eine harmonische Gesamtpräsentation zu verwandeln. Hier wird um jeden Millimeter gekämpft. Es braucht Präzision, Werkzeug und vor allem die Geduld von Heiligen. Und ja, auch ich habe meinen Teil zu dieser leidenschaftlichen Herausforderung beigetragen. Ich dachte, ich probiere etwas Neues. Ein eingetackerter Frotte-Trainingsanzug anstelle einer Leinwand. Die Idee war gut, interessant, die Hängung war es nicht. Meine unkonventionelle Wahl hat unsere fleißigen Helfer stundenlang mit der Frage beschäftigt, wie hält das an der Wand? Mein aufrichtiges Mea culpa an das Team, aber das ist Kunst. Wer Neues wagt, produziert manchmal zusätzliche Arbeit. Die Mühe, die in jedem aufgehängten Werk steckt, ist immens und das ist der wahre Respekt, den diese Ausstellung verdient. Die Luft knistert, die Anspannung weicht, der Zufriedenheit. Nach all der logistischen Meisterleistung sind die Räume des Löwenpalais zu rund 80% bereit, ihre ganze Pracht zu entfalten. Jetzt beginnt die Phase, die genauso wichtig ist wie das Hängen selbst. Der Blick der Vollendung. Hier sehen wir sie, Kurator Jörg Starke und seine Frau Juni Starke. Jörg Starke führte den prüfenden Blick über die Hängung. Seine Expertise garantierte die künstlerische Harmonie, die diese Ausstellung auszeichnet. Und Juni Starke, sie ist die gute Seele dieses Hauses, die ihm emotional zur Seite steht und mit ihrer Wärme dafür sorgt. Auch ich filme und schreite durch die noch leeren Gänge, spüre die Energie der über 150 Werke, bevor der Trubel beginnt. Es ist ein Moment der Stille vor dem Sturm, in dem die Seele des Löwenpalais die Kunst der Künstler in sich aufnimmt. Man möchte meinen, eine simple E-Mail an 150 der kreativsten Köpfe dieses Planeten. Alles für ein wohltätiges Projekt wie Künstler unterstützen Künstler wäre ein Akt purer Harmonie. Die Mission war glasklar, 2 Fotos, 5 kleine Infos. Die Realität zeigte mir,
Du musst mit Künstlerinnen umgehen wie mit einem rohen Frühstücksei. Extrem vorsichtig. Gleichzeitig verhalten sie sich logistisch wie ein unkoordiniertes Mörderschneckenkommando. Scheint, als ob 90% der Kunstschaffenden in exklusiven parallelen Universen leben. Da gibt es Künstler, die besitzen gar keinen eigenen E-Mail-Account. Andere schickten gleich mehrere Kunstwerke und Fotos ohne jegliche Erklärung. Ein junger Künstler antwortete via Facebook Messenger mit Schnappschüssen, die ich sonst sofort blockieren würde. Andere sandten 7 E-Mails in Folge, nur um zu erklären, warum sie nicht zur Ausstellung kommen können. Irrelevante Infos. Doch dann, 2 Tage später, kam die Einsicht und die Fotos folgten. Yeah, ein kleines Wunder. Wieder andere schickten verschlüsselte Download-Links. Digitale Minenfelder. Am Ende von Tag 3 hatte ich das Gefühl, ich spreche Aramäisch rückwärts unter Wasser. Aber gut, das ist Kunstlogistik. Wir geben nicht auf. Genau deshalb übernimmt wenigstens eine Person diese Aufgabe ernsthaft. Damit ihr euch alle voll und ganz auf Kreieren, Schöpfen und Malen konzentrieren könnt. Ich würde auch am liebsten nur singen, schreiben oder malen. Mein Fazit: Wir Künstler leben wirklich in einem eigenen Universum, mich eingeschlossen. Wir lesen alle nur das, was wir gerade für nötig halten, statt die ganze Mail zu lesen. Unsere Superhelferin Franziska im Löwenpalais war zu uns allen sehr geduldig. Liebe Franzi, ich werde aus dieser Erfahrung lernen. Und liebe Künstlerfreunde und Kulturliebhaber, darum bitte ich euch, abonniert diesen Kanal, gebt mir Likes und hinterlasst hier einen Kommentar, wenn es euch gefällt. Herzlich willkommen von der Mokia im Löwenpalais. Vielleicht gibt es Ja, die Rede von Jörg Starke. die feiern ja wenigstens auch noch ein bisschen. Wir Hallihallo, einen schönen guten Abend, good evening, sehr geehrte Gäste, willkommen im Löwenpalais. Ich bin Paloma Starke, die Tochter von Jörg Starke und möchte gerne vorab ein paar Wörter für unsere englischsprachige Gäste sagen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Lions Palace to our yearly 2025 exhibition. This year we have 150 artists with us. Wow, that is very crazy. And I hope you enjoy it. And if you have any questions in English or in German, I am very happy to answer them for you where anything is or if you need to know anything. So, meine liebe Gäste, nun möchte ich gerne umleiten zu meinem Vater Jörg Starke, der Chef von die Stiftung Starke. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Trinken und ja, viel Glück. Danke, Papi, ciao. Danke, Paloma. Bin ich sehr glücklich darüber. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Abstände zwischen den einzelnen Werken dieser Petersburger Hängung, die ja alle so lieben oder nicht lieben. Naja, da gehen natürlich die Meinungen auseinander, aber 150 Künstler sind eben ein bisschen schwierig zu hängen, wenn man sie wirklich alle betrachten möchte. Und Petersburger Hängung, wie das die meisten ja wissen, kommt ja aus den Zeiten von Katharina der Großen. Und die hatte so viele Gemälde gekauft, weil sie eine große Kunstmäzenatin war, dass sie die auch alle hat hängen wollen und nicht eins neben dem anderen nur darstellen wollte. Und deswegen hat sich dieser Name eingeprägt, Petersburger Hängung, wo alles mehr oder minder kreuz und quer hängt. Wir haben dieses Jahr, weil es auch ein Künstler gehängt hat, sind ein bisschen die floralen Dinge zusammengehängt worden. Im Nebenraum haben wir dann die dreidimensionalen Sachen, die dann auch im Grunde zusammen sind. Also ist schon ein bisschen alles auch mit Geist gehängt worden, so dass ich wirklich finde, dass es eine sehr schöne
Ausstellung geworden ist. Ja, vielleicht wie jede Weihnachten auch ein paar kritische Worte, weil ich letztens Radio gehört habe, Radio Paradiso. Ich bin da ein großer Fan, weil wir ja überall auf der Welt gelebt haben und dann immer auch mitgekriegt haben durch Radio Paradiso, was geht so in meiner Heimatstadt vor. Leider spielen die immer wieder die gleiche Musik, deswegen ist das ein bisschen langweilig manchmal. Aber man bekommt auf jeden Fall mit, was in dieser Stadt so passiert. Und dieses Jahr ist mir besonders aufgefallen, dass selbst Radio Paradiso als christlicher Sender nicht mehr Weihnachtsmärkte sagt, sondern das sind jetzt auch Wintermärkte, weil sich vielleicht auch ein paar andere Religionen darüber jetzt nicht so wohlfühlen, wenn sie auf einen Weihnachtsmarkt gehen. Ich finde das ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder sollte sich da seine eigenen Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, ich kann wieder bei dieser Gelegenheit sagen, dass die Stiftung Starke, obwohl wir es nie haben raushängen lassen, eigentlich uns immer egal gewesen ist, welche Religion bei uns die Künstler haben. Ob sie überhaupt vielleicht eine Religion haben oder ob sie Moslem sind oder Christen oder Hindus oder was weiß ich, was es alles gibt. Auch mit den Genders ist das ein bisschen übertrieben. Man weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wie viele verschiedene Arten von Genders es nun gibt. Auf jeden Fall haben im Löwenpalais schon alle Genders ausgestellt. Ich war mit Romy Haag schon befreundet gewesen. Für die Leute, die es nicht wissen, war er der schönste Transvestit damals von Berlin gewesen. War ich mit und bin mit der immer noch befreundet. Jetzt ist sie natürlich 75 Jahre alt und sagt, dass ich gehe nicht mehr so oft raus. Aber sie war hier auf unserem 30-jährigen Jubiläum auch und hat hier als Ehrengast auch mitgesessen. Und wir können wirklich behaupten, dass wir jede Randgruppe hier im Löwenpalais gerne aufgenommen haben und dass wir jede Randgruppe auch gefördert haben. Das möchte ich nun mal an dieser Stelle sagen. Aus diesem Grund würde ich mir wünschen, dass wir als Berliner, obwohl wir ja eine freche Schnauze haben, aber wo das Herz auch am rechten Platz ist, dass wir darüber nachdenken, wie können wir als Berliner wieder dafür eintreten, dass nicht so viel geredet wird, sondern dass das Herz widerspricht und wir im Grunde offen sind, jeden in die Arme zu nehmen, woher oder wie er kommt oder mit welchen Dingen er rumläuft oder auch nicht. So, dann freue ich mich ganz herzlich, Ihnen jetzt die Ausstellung zu übergeben, um mit den Worten meiner Tochter zu sprechen. Die Bar ist eröffnet und ich freue mich ganz herzlich, dass Sie da sind und natürlich stehe ich Ihnen auch zur Verfügung, falls Sie irgendetwas über diese Ausstellung wissen wollen oder über die einzelnen Künstler. Wir haben hier an beiden Durchgängen QR-Codes hängen. Wenn Sie das mit Ihrem Mobiltelefon scannen, kriegen Sie die ganzen Preislisten auch direkt auf Ihr Handy. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Vielen Dank. Und Jörg, ich habe eine Frage. Eine spontane Frage. Manche Gäste haben Sorge um den Künstler, wovon die Künstler leben können. Was würdest du den sogenannten Kulturliebhaberfreunde empfehlen heute zur Weihnachtsausstellung? Wie sie leben sollen. Hart arbeiten, ja, nicht so viel ans Geld denken, sondern an ihre Arbeit denken und ich glaube, der Rest macht der Markt und auch einige Kuratoren, die dazu sind. Aber das Thema ist zu weit ausgreifend, dass wir da jetzt drüber diskutieren müssen. Also alles Gute und eine wunderbare Ausstellung. Vielen Dank.
Wir haben die Freude der Ankunft, die harte Arbeit der Hängung und den Glanz der Vernissage erlebt. Aber während Sie all diese Schönheit genießen, lade ich Sie ein, über den wahren Wert dieser Kunst nachzudenken. Meine liebe Künstlerfreundin sagte einst, vielleicht sollten wir Kunstwerke für 30 Jahre in einem Tresor wegsperren. Erst dann würden die Menschen merken, welchen wahren Wert Kunst in ihrem Leben hat. Manche Kunstwerke fristen ihr Dasein als reine Wertanlage in Tresoren, wo sie auf Spekulation warten. Doch für mich gilt, alles, was produziert und kreiert wird, sollte gesehen und bewundert werden. Denn nur so wird Kunst zu einem lebendigen Teil unseres Lebens. Stellen Sie sich hier ein Weihnachtsfest vor. Kalte Winter, aber keine Musik, keine festlichen Klänge, weil alle Musik umsonst konsumieren. Keine inspirierenden Bilder, keine Künstler, die unsere Gesellschaft verschönern. Das wäre eine graue, leere Welt. Viele machen sich Sorgen um die Künstler, wovon sie leben. Warum diese Sorge um die Künstler? Sie haben jetzt die schönste Gelegenheit, aktiv zu werden. Kaufen Sie Kunstwerke und schenken sie Ihren Liebsten. Sie sind das schönste Geschenk an sich selbst und an die Schöpfer. Es ist Ihr direkter Beitrag zu einer lebendigen Gesellschaft, ganz nach unserem Motto: Unterstütze Künstler. Künstler! Unterstützung ist ein Werteaustausch zwischen Kunstliebhabern und Kreatoren und keine Einbahnstraße, als welche sie manche betrachten. In Kürze sehen Sie die Künstler hinter den Werken. Wenn Sie sich in eines dieser Unikate verlieben, kontaktieren Sie bitte Sekretärin Franziska bei der Stiftung Starke. Zum Schluss noch eine große Bitte an Sie, meine liebe Community. Die Nachbearbeitung dieses Videos war intensiv. Unterstützen Sie bitte diese Arbeit und die Künstler, indem Sie direkt hier auf YouTube handeln. Kommentieren Sie, was Ihnen am besten gefallen hat. Liken Sie das Video, teilen Sie es mit Freunden. Ihre Kommentare und Klicks helfen den Algorithmen, mehr Menschen auf Munzuk on the Move und die großartige Stiftung Starke aufmerksam zu machen. Bitte nutze die Kommentarfunktion auf YouTube. Private Nachrichten oder E-Mails erkennt der Algorithmus nicht. Genieße jetzt die Kunstwerke und erfahre, zu wem sie gehören. Viel Spaß!
Monster on the Movies nächste Mal. Annyeong. Danke euch fürs Zuschauen. Annyeong.